Herzlich willkommen zum Emil Frey Erklärvideo. Heute die Kia-App, die die Kia Connect-App ersetzt, mit ganz vielen neuen Möglichkeiten. Zusätzlich haben wir noch einen Kia EV3 da, wo wir dann die Features live zeigen werden. Zuerst gebe ich mal einen groben Überblick über die App. Wir haben hier die Startseite, eben mit dem Namen, bereits zur Abfahrt, gerade mit Ort und Adresse eingeben. Das ist echt so ein Navi, wo man remote starten. Ich kann jetzt hier eine Location suchen. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen auf Luzern, Bahnhof. Ich kann den Bahnhof auswählen und dann die Location als Fahrzeug schicken, senden. Und nachher, wenn wir zum Fahrzeug gehen, wird es direkt aufpoppen und wir können es ins Navi einbinden. POI an Fahrzeug gesendet, bekomme ich gerade Notification. Das hat schon mal super funktioniert. Unten dran habe ich verschiedene Service-Knöpfe. Ich habe Fahrzeugänderungen. Das ist, wenn ich jetzt nochmal einen Kia hätte oder einen neuen Kia hätte, könnte ich dann meine Fahrzeuge einblenden, wieder entfernen, hinzufügen und so weiter. Ich sehe dann auf einmal auch die geteilten Fahrzeuge. Wenn ich zum Beispiel das Auto mit dem Rest der Familie teile, kann jeder sein eigenes Profil haben und somit direkt das Auto auch über die App steuern, nicht nur ich als Haupthalter. Weiter unten habe ich Informationen zum Verbrauch und zum Driver Insight. Da haben wir jetzt keine Daten, weil das Auto im Showroom steht, aber da wird man dann sehen, wenn die letzte Fahrt war, wie viel man verbraucht hat, Strom seit dem letzten Laden, Durchschnittsangaben und so weiter. Auch Driving Insights, die dann Tipps beinhalten, wie man seinen Fahrstil anpassen könnte, um noch effizienter zu sein. Sehr viele spannende Informationen dann über seinen eigenen Fahrstil. Das ist mal die Startseite. Die Karte ist dort, wo wir vorher eigentlich schon waren, wo ich dann Ladestationen suchen, Werkstätten und so weiter. Und das eben, wie gesagt, direkt aufs Navi vom Auto kann schicken kann. Der Remote ist eigentlich wie so ein bisschen der Schlüssel, was ersetzt, mit noch zusätzlichen Features. Ich kann von da aus die Klimaanlage starten, ich kann einen Warnton abgeben, ich kann ihn entsperren, ich kann Türen aufmachen und so weiter. Alles fürs Handy, übers Handy. Das heisst, ich brauche den Schlüssel effektiv gar nicht mehr. Gut, aber über den Remote kann ich vor allem Klimaeinstellungen super brauchen. Wenn es zum Beispiel heiß ist im Sommer, kann ich über Klimaeinstellung die Zieltemperatur einstellen. Ich will jetzt zum Beispiel 22 Grad haben im Auto. Klick anwenden. Ich sage, er soll für 10 Minuten abkühlen und dann kann ich das sozusagen als mein Standard-Setup speichern. Die Sitzbelüftung kann er von mir aus auch schon anstellen auf dem Fahrersitz. Und dann kann ich eigentlich das wie schicken, 1 Sekunde lang drücken und dann fährt er eigentlich gemäss meinen Einstellungen das auch starten und dann müsste das eigentlich im Auto jetzt aktiviert sein. Wenn wir nachher schauen, ob das funktioniert hat, gemäss dem Pop-up hat es funktioniert. Ich kann zum Beispiel auch geplante Klimatisierung machen, sprich, wenn ich weiss, ich kann normalerweise um 5 Uhr aus dem Büro, ich will mein Auto schon mal abkühlen, kann ich das da rein tun, dass ich dann immer um 5 Uhr schon ins kühle Auto einsteige. Dann muss ich es nicht manuell starten über die App, sondern es funktioniert automatisch. Eben Fahrzeugdiagnose, Fahrzeugstatus noch, einfach Informationen allgemein über das Auto. Das ist relativ Standardzeug. Über das EV-Menü kann ich dann noch zum Beispiel das Auto daheim anstecken. Wenn ich aber zum Beispiel noch nicht laden will, sondern einfach einmal angesteckt habe, funktioniert das genauso. Dann sehe ich, das Ladegerät ist angeschlossen. Ich kann dann von da aus den Ladevorgang starten. Oder auch sagen, dass er zum Beispiel die Batterie mal auf die richtige Temperatur bringen sollte. Wenn ich am Morgen weiss, es wird kalt, dass perfekt alles schon parat ist. Das sind alles Möglichkeiten, die man über den Remote hat. Jetzt tun wir mal das Auto öffnen, das wieder eine Sekunde drücken. Wir sehen hinten dran, das Auto blinkt, ist jetzt aufgeschlossen. Das heisst, wir können tiptop einsteigen. Also wir würden jetzt mal ein Szenario durchspielen. Es ist ein heißer Sommertag. Ich will das Auto vorkühlen. Ich will es auch gerade entriegeln vom Handy aus. Und vielleicht will ich auch noch das Fenster auftun, weil ich allenfalls einen Hund drin habe. Also ich werde jetzt mal gemäss meiner Klimaeinstellungen, 22 Grad, der Fahrersitz muss belüftet werden, schicke ich jetzt mal ans Auto. Der Remote-Befehl ist gesendet worden. Ich bekomme mit Notifications, das Auto hat es aktiviert. Das heisst, jetzt sollte er kühlen. Jetzt tue ich es noch auf, entsperren. Das hat auch funktioniert, das Auto blinkt. Und jetzt will ich noch die Scheiben runterlassen für Belüftung. Und ich sehe, die gehen einen Spalt auf. Sagen wir, ich will sie jetzt noch mal schliessen, klicke ich auch wieder drauf und dann gehen sie ganz zu. Sagen wir, ich will jetzt die doch ganz aufmachen, kann ich das auch perfekt machen. Und dann geht alles komplett auf. Also das ist wirklich ein super Feature. Ich könnte jetzt da auch noch einen Warnton ablassen, wenn ich zum Beispiel im Parkhaus ein Auto suche. Das möchten wir jetzt einfach nicht, dass wir die Leute im Showroom verschrecken. Aber das sind alles Möglichkeiten, die ich über die Remote-App habe. Wenn ich jetzt zum EV-Tab gehe, sehe ich zum Beispiel auch, dass ein Ladegerät angeschlossen ist. Ist jetzt im Moment nicht am Laden. Ich könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel daheim auch so ein Kabel habe, komme ich heim, stecke es ein, will vielleicht noch nicht den Ladevorgang starten, kann ich das da remote machen, kann den Ladevorgang starten drücken und dann startet es, wenn ich will. Das kann ich natürlich alles auch planen, da über geplantes Laden, dass das einfach eine Automatisierung ist, wenn ich heimkomme, wird geladen. Zusätzlich Konditionierung starten, das heisst, ich kann die Batterie auf die optimale Temperatur bringen,
Zum Beispiel, wenn es kalt ist und ich weiss, ich fahre nächstens ab. Das sind so die Möglichkeiten, die wir remote haben, über den Store. Und natürlich auch wieder die ganzen Apps, die wir haben. Ich sehe dann auch gerade meinen Servicehändler in der Nähe. Also Sachen, die ich da drüber kann einstellen kann. Fahrzeug habe ich schon gezeigt. Ich habe jetzt hier den EV3 als mein Hauptfahrzeug. Ich sehe hier Themen über Wartung. Ich kann jetzt hier schauen, wer meine bevorzugte Werkstatt ist. Ich kann dann gerade einen Wartungstermin abmachen über die App. Das läuft alles perfekt. Auch Ladevorgang habe ich erklärt. In-Car-Payment ist etwas das Gleiche. Und ich würde dann noch eben die ganzen Berichte, die ich vorher schon gezeigt habe, sehen, über meine Fahrten, die ich hatte, mein Fahrverhalten und wieder Driver Insights. Zusätzlich noch das Handbuch und Garantie auch direkt auf der App. Genau, über das Profil sehe ich all meine Informationen, die ich selber habe. Ich kann das Wallet verbinden, Kundenservice, Pannendienst. Es ist wirklich so ein One-Stop-Shop, wenn ich einen Kia habe, eine neue die App, die wirklich alles auf einen Blick zeigt. Jetzt können wir mal schauen, ob das funktioniert hat mit dem Abkühlen und ob unser Navigationsziel auch angekommen ist. Perfekt, wir sind jetzt im Innenraum angekommen. Die Sitzbelüftung ist an, es ist schön kühl. Zusätzlich die 22 Grad, die wir eingestellt haben, sind auch eingestellt worden. Wenn ich jetzt das Auto noch komplett anstelle, sind wir gespannt, ob jetzt noch mein Navigationsziel ankommt. Ich kann jetzt den direkt als Ziel festlegen. Und er zeigt mir die direkte Route. Also perfekt, ich kann sozusagen meine Reise auf der App planen, daheim mit Familie direkt das Auto schicken und ich muss nicht noch separat, bevor ich losfahre, da die ganze Route konfigurieren. Also das ist wirklich ein sehr cooles Feature. Also die neue Kia-App definitiv eine Bereicherung für alle, die einen Kia haben und auch solche, die noch einen kaufen wollen. Finde ich wirklich toll, dass man solche Features in eine App einbauen kann, wenn das Auto schon so connected und so futuristisch ist und all die modernen Möglichkeiten bietet, dann kann man sie auch definitiv auch noch aufs Smartphone einbinden. Finde ich wirklich cool. Vor allem eben jetzt, wo die Zimmer immer heißer werden, kann man sich mit der Klimaanlage definitiv viele unangenehme Situationen ersparen. Also schaut euch die App an, wenn ihr schon einen Kia habt. Ansonsten definitiv eine Empfehlung wert, einmal einen Kia in Betracht zu ziehen. Geht an einen ML-Frey-Dealer, schaut euch das an, lasst euch die App zeigen. Dann hoffen wir, schaut nächste Woche wieder rein bei einem neuen ML-Frey YouTube-Video.